Hallo und willkommen bei So halt. Soeben ist die My Little Box für den September gekommen und die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Wir machen sie jetzt zusammen auf. Ich bin so gespannt, was drin ist, denn die letzte Box war ja auch im Juli. Das war ja die Doppelbox. Das Video verlinke ich dir nochmal und im August ist immer Sommerpause. Und deswegen habe ich mich so auf diese Box gefreut. Obwohl ich sie schon so lange habe, ist es immer wieder ein bisschen Gefühl wie Geburtstag oder Weihnachten. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Video, zeige ich dir mal, was ich an Make-up trage. Einmal ist es ein Lipgloss von Barbour, dann eine Mascara von Art Deco. Ich liebe sie, die macht wirklich sehr, sehr lange Wimpern und man kann sie gut stylen. Lang und voluminös. Und auf dem Gesicht wirklich kein Make-up. Es ist jetzt nur die Hautpflegeroutine, die ich euch letztens gezeigt habe. Das Video findet ihr auch in der Infobox. Und ansonsten habe ich so einen Glow einfach auf den Wangen drauf. Alle diese Produkte verlinke ich dir. So, und jetzt machen wir sie zusammen auf. Der Wert der Box beträgt 120 Euro. Sie kostet aber nur 17 Euro. Das ist halt wirklich echt immer extrem. Und sie haben Estée Lauder diesen Monat als Partner dabei. Wow! Um einfach uns den Herbst zu versüßen. Und es ist auch schon wieder so eine schöne Box. Meine Familie liebt diese Boxen. Jeder will immer mal eine haben, um seinen Kusch zu verräumen. Und ich verwende sie auch gerne als Geschenkboxen. Greif nach den Wolken, geh deinen Weg, denn über den Dächern liegt dir die Stadt zu Füßen. Schön. Diese Deckblätter, die sammle ich übrigens in der Küche. Da habe ich so eine Tafel und unten rein klemme ich die und so habe ich jeden Monat dann einen neuen Spruch oder ein neues Bildchen, was einfach auch zu dem Monat dann gut passt. So, dann schauen wir mal zusammen rein. Das ist so der Inhalt. Wieder ein Tütchen dabei und das Einzelaccessoire ist wahrscheinlich das. Und wir gehen es mal der Reihe nach durch. Zwei Einzelaccessoires. Machen wir erstmal das auf. A la Horizon. Hightails. Gebundene Pferdeschwänze. Aha, vielleicht ein Haargummi. Ein Haarband. Ein Haargummi. Oh, süß. Cool. Wäre jetzt nicht so ganz mein Stil in der Tat, glaube ich, aber es ist eigentlich ganz süß. Kann man mal dran lassen. Ja, so ganz mein Stil ist es nicht. Also ich finde es ein bisschen kitschig, aber manchmal ist Kitsch doch eigentlich auch ganz gut. Okay, das nächste, dieses hier. Oh, ich habe schon reingelegt. Nur für VIPs, Mini-Portemonnaie. Das versteckt das HQ der Unterschlupf. Oh, cool. Hier seitlich Platz für Karten. Und zwar für, genau, hier einmal oben und einmal unten. Und auf der anderen Seite Platz für Kleingeld, so ein kleines Fach oder für Frauenprodukte, was man halt braucht. Und dann in der Mitte ein großes Fach, vielleicht für einen Schlüssel. Also super, wenn man mal schnell nur einkaufen geht, nicht viel braucht oder ausgeht in die Bar, falls es mal wieder geht. Sehr, sehr hübsch. Wirklich toll. Was mir jetzt hier fehlt, was mir ein bisschen abgeht, müsste ich mir selber noch hinmachen, wäre einfach so eine Handgelenksschlaufe, dass man das nicht immer so halten muss, sondern dass man sich das vielleicht oder vielleicht auch wirklich zum Umhängen so eine Schlaufe. Finde ich sogar noch besser. Aber da habe ich was, das werde ich mir hier an die Öse einfach hin befestigen und dann kann ich das wirklich so um die Schulter legen. Und jetzt kommen wir zu den Make-up-Accessoires. Und das ist alles von Estée Lauder. Schau mal, 3 Produkte. Verrückt. Okay, gehen wir es mal durch. Zuerst haben wir hier ein Pure Color Envy, Farbe 08, ein Eyeshadow. Wow, schau mal. Jetzt bin ich aber gespannt. Schöne Farbe. Mit Pinselchen. Ist es rausgefallen? Egal. Und Spiegel ist auch dabei. Das ist ein heller Braunton und wir swatchen ihn gleich mal. Mit ein paar Glitzerpartikeln, das gefällt mir wirklich sehr gut.
Und wenn man so leicht gebräunt aus dem Sommer kommt, dann ist so eine Farbe auf jeden Fall toll, weil sie einen schönen Kontrast auch bildet zur Gesichtshaut. Und übrigens, der Sommerbräune kann man nachhelfen, dass sie länger hält, und zwar mit Selbstbräuner. Das habe ich auch in meinem letzten Video gezeigt. Ich zum Beispiel helfe da wirklich regelmäßig mit Selbstbräuner dann auch nach, weil es im Gesicht einfach schnell nachlässt. Schöne Farbe, und das ist halt toll, weil das zu den meisten Leuten auch passt. Also hätten sie jetzt eine total ausgeflippte Farbe genommen, dann wäre wieder die Hälfte der Leute damit wahrscheinlich unzufrieden. Und das, glaube ich, trifft auf mehrere zu. Das ist ein schöner Standard, kann man immer gut benutzen. Und das hier ist ein Concealer, Double Wear. Concealer für ein strahlendes Finish. Kaschieren, konturieren und betonen von Gesichtsbereichen. Dafür die flache Seite des Applikators und die Präzisionsspitze zum Abdecken von Augenschatten. Schaut aus, als wäre das Originalgröße. Wer von euch kennt den Estée Lauder Concealer schon? Ich hatte davon wirklich noch nie einen. Eyeshadow hatte ich schon mal von Estée Lauder und habe ich immer noch. Finde ich sehr, sehr toll, weil die so schön pigmentiert sind. Wow, schau mal, wie fett der ist. Und den probieren wir doch auch gleich mal zusammen aus. Der deckt extrem gut. Riecht nach gar nichts. Und ist so cremig wirklich von der Textur. Vielleicht wird es ja jetzt noch, wenn es getrocknet ist, ein bisschen pudriger. Es ist schon relativ dunkel. Was ist denn das für eine Farbe? 3C Medium. Wahrscheinlich deshalb, weil die meisten Leute jetzt eben leicht gebräunt aus dem Urlaub kommen. Das ist dann was wirklich für den Sommer, weil im Winter wird mir der zu dunkel sein. Das weiß ich jetzt schon. Aber das ist ja nicht schlimm. Also da kann man ja dann wechseln. Man hat ja verschiedene Concealerfarben. Oh, und jetzt kommt der Lipstick. Originalgröße, das sieht man jetzt auch daran, dass es verschweißt ist. Der Lidschatten, denke ich, ist, weiß ich nicht, ob das Originalgröße ist. Ich denke, das ist ein Kleinprodukt davon. Wow. Also es sieht halt auch so edel aus, oder alleine die Verpackung. Wow, und das ist ein tolles Rot-Pink, so würde ich es mal bezeichnen. Doch den probieren wir direkt aus. Riecht süßlich und deckt wirklich einwandfrei. Leicht glänzende Textur, schöne Farbe, also wirklich genau mein Ding. Ich muss den jetzt auch gleich mal drauf machen. Und der schließt hier mit Magnet, schau mal. Kann dann nicht aus Versehen aufgehen, muss man ein bisschen stärker ziehen, das ist cool. Mal was anderes. Sehr, sehr schön. So, mein Lipgloss habe ich entfernt und jetzt probieren wir doch mal diesen Lippenstift direkt aus. Wirklich toll. Die glänzende Textur ist auch schön. In letzter Zeit habe ich immer nur matte Lippenstifte verwendet. Mag ich auch sehr, sehr gern. Aber das ist halt auch mal wieder was anderes. Und schön auch, dass es diesmal kein Rot ist, sondern wirklich so ein Pink. Also ganz pink ist es nicht. Ich würde eher so sagen, rötliches Pink. Sehr, sehr schön. Das ist mein Lieblingsprodukt aus der Box. Wirklich, der Lippenstift ist so toll. Und also mir hat der Inhalt gut gefallen, ist natürlich ein bisschen weniger drin, dadurch, dass Estée Lauder Produkte mit dabei sind. Das, was es war, gefällt mir diesmal nicht so ganz gut, aber das ist auch nicht schlimm. Es ist mal so. Manchmal hat man ein richtiges Lieblingsprodukt, so wie die Tasche letztes Mal, und manchmal halt nicht. Finde ich nicht so schlimm. Aber alleine für diesen Lippenstift hat sich das Ganze schon rentiert, weil alleine der kostet mehr als die ganze Box, wenn man sie sich bestellt. Wie hat denn dir der Inhalt der Box gefallen? Hast du sie auch bekommen? Falls nicht, falls du sie dir noch bestellen willst, findest du den Link bei mir in der Infobox und außerdem einen Rabattcode. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol das gleich nach. Abonniere mich, aktiviere die Glocke, dass du kein Video von mir verpasst. Hier gibt es immer die My Little Box Unboxings, sobald ich sie erhalten habe. Es gibt auch immer einen Rabattcode dazu und außerdem gibt es Beauty-Tipps, Tricks zu Pflege und zu Make-up und auch ein paar interessante Reisevideos. Also ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wenn du Teil
in unserer schönen Community bist. Bis bald. Tschüss.